Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal hier aus Soest, 100 Kilometer vor der chinesischen Grenze. Denn ich befinde mich ja gerade auf einem Motorrad-Roadtrip. Das Wetter sieht nicht so gut aus. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht regnet. Also es nieselt gerade so ein bisschen. Wir sind auch dicke angezogen, denn wir sind gerade hier auf 9000 Fuß, also circa 3000 Meter. Und es geht hoch auf 16.000 Fuß. Und es soll wohl sehr, sehr steil bergauf gehen. Denn das ist eine der höchsten Passstraßen der Welt und da oben gibt es lustigerweise auch den höchstgelegenen ATM der Welt. Ich bin super gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird jetzt nochmal mega abenteuerlich, denn wir sind ja hier auf dem Karakorum Highway Richtung Norden unterwegs und der war bisher ziemlich gut ausgebaut, hätte ich gar nicht gedacht. Und ab jetzt soll der wohl relativ schlecht werden. Man muss dazu ziemlich doll auf Erdrutsche achten und die Straßen könnten einfach mal verschüttet sein, also mal gucken, was uns so erwartet. Drückt uns also auf jeden Fall die Daumen, dass alles läuft. Ich habe mega Bock drauf. Wir sind gestern von Passu nach Soest gefahren. Das sind ca. 30 bis 40 Kilometer. Ich zeige euch hier nochmal kurze Ausschnitte. Gestern sind wir also hier relativ früh gelandet. Wir wollten eigentlich zu so einem Schrein in ein Tal fahren, also 6-7 Kilometer von Afghanistan entfernt. Haben uns jetzt aber dazu entschieden, direkt schon zu der Grenze zu fahren. Denn wir haben mega Bock, einfach eine längere Strecke mal wieder Motorrad zu fahren, denn die letzten Tage waren eher relativ kurz. Heute ist also locker 250 Kilometer Strecke angesagt. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Ich habe Bock drauf und wir sehen uns gleich wieder on the road. Let's go! So Leute, wir haben gerade mal 5 Minuten, nachdem wir losgefahren sind, schon angehalten und haben uns dickere Klamotten angezogen. Haben jetzt 20 Minuten später nochmal angehalten, um hier die Drohne zu fliegen, denn hier ist so wenig Verkehr. Ja, jetzt regnet es natürlich gerade, deswegen müssen wir mal schauen, wie das so geht. Ihr seht schon hier auf der Linse, ist auf jeden Fall um einiges kälter. Jetzt gerade geht's, weil die Sonne rauskommt, aber bei der Fahrt ist schon nicht ohne. Na, mal schauen, wie das Wetter so wird. Jetzt brechen die Wolken erstmal richtig aus, aber die Landschaft auch hier ist wieder wunderschön. Und ich würde sagen, geht's erstmal weiter. Wir haben locker noch 2 Stunden Fahrt vor uns. Wir mussten jetzt hier auch ein Eintrittsgeld bezahlen, so ca. $10, also 1300 Rupie. Ist auf jeden Fall so das 3- bis 4-fache, was jetzt die Locals bezahlt haben. Also wenn man zur chinesischen Grenze will, muss man auf jeden Fall hier durch. Und da gibt es dann auch so eine Schranke, die wird dann erst aufgemacht. Ja, und wir hatten auch jetzt keine Nummernschilder. Auch ganz interessant, denn die sollten wir eigentlich aufschreiben, aber wir haben geschaut. Und natürlich haben wir keine, aber war kein Problem. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben noch so 60 Kilometer vor uns, würde ich sagen. Also knapp die Hälfte geschafft. Und echt? Ja, ist schon ein ordentliches Stück, was wir jetzt gefahren sind. Ja. Jetzt ist aber auch schon wieder ziemlich warm. Also hier mit Jacke, Pullover und Jogginghose über der Jeans ist doch schon sehr, sehr warm. Aber mal gucken, wie steil es jetzt noch hochgeht und wie kalt es wird. Aber besser als zu kalt. Also vorhin habe ich schon ein bisschen gefroren. Deswegen ist schon besser. Okay Leute, weiter geht's Richtung China. Die letzten 60, 70 Kilometer. So, ja, jetzt gerade noch hier den Checkpoint gehabt und jetzt können wir los.
Leute, schaut euch mal an, was hier so von den Hängen runterkommt. Das sind richtige Schieferplatten. Die kommen hier von den Hängen runter und werden hier überall lang gespült und an den Straßen, überall kommen die runter. Das hat man ja früher in Deutschland als Tafel in der Schule benutzt. Und hier liegt das einfach tonnenmäßig rum. So krass. Und deswegen muss man hier auch besonders aufpassen, weil die immer so aneinander sozusagen vorbeischlittern. Aufpassen hier auf Erdrutsche. Ja, aber jetzt geht es erstmal wieder rauf auf dem Motorrad. Hallo! Leute, schaut mal, was wir hier direkt an der Ecke gesehen haben. Die ersten Yaks im Khunjerab National Park. Mega geil. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist einfach so krass. Ihr müsst euch vorstellen, hier wächst fast nichts. Ihr seht hier zwar ein paar grüne Büsche, aber ansonsten sind das so riesige Tiere, die sich ja irgendwie selbst versorgen müssen und außerdem im Winter hier überleben. Die haben natürlich ein richtig fettes Fell und zudem haben Yaks auch noch eine ziemlich krasse Fettschicht, aber es ist trotzdem so heftig, dass sie hier einfach überleben können. Die Yaks haben mir echt ein richtig fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ich habe die noch nie in echt gesehen und ich dachte immer so, ja, wenn ich irgendwann mal in China oder in der Mongolei bin, dann sehe ich die. Aber nein, ich sehe sie einfach in Pakistan. Super cool. Und mal schauen, ob wir noch welche sehen. Wir fahren gleich nochmal an denen vorbei. Denn weit ist es nicht mehr. So 30 Kilometer müssten es sein. Dann sind wir schon am Checkpoint nach China. Leute, hier geht's nach China. Richtig krass. Die Flaggen zeigen es schon. China, Pakistan. Hier ist nichts los Richtung China, aber hier, schaut euch um, hier ist umso mehr los. Mega krass. Ihr seht, da geht die Grenze mit den Fahnen. Jetzt bin ich hier also angekommen. Mega krass. Mir geht's gerade echt nicht so gut. Meine Hände kribbeln, meine Füße kribbeln, aber das läuft schon. Wir gehen auch gleich wieder zurück, essen was, bisschen was Süßes und dann geht's los. Gut auf jeden Fall, dass ich mir noch 2 Snacks geholt habe vorhin an der Tankstelle. Denn ich glaube, Zucker hilft da ein bisschen. Ich fühle mich echt gerade nicht so gut, aber ich will mich jetzt auch nicht beklagen. Ey Leute, ich bin hier. Ich bin einfach hier. Das ist so mega geil. Jetzt gehen wir wieder zu den Motorrädern, einmal auf Toilette. Am World Highest ATM konnten wir leider kein Geld abheben. Ist nicht für Ausländer gemacht. Da können nur Pakistanis anscheinend abheben. Okay, wir haben ja noch genug Geld. War ja eher so nice to have. Setzen wir uns noch hier ein bisschen hin, genießen die Landschaft. Hinter uns die Gletscher. We made it! So Leute, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel und was soll ich sagen, es war einfach ein absolut krasser Tag. Was ist eigentlich bitte passiert? Ich habe meinen Traum umgesetzt, eine riesige Motorradtour zu machen. Also klar, sie ist noch nicht vorbei, ich habe noch ein paar Tage vor mir, aber allein schon knappe 400 Kilometer durch den Himalaya zu fahren, bis an die chinesische Grenze auf fast 5000 Metern Höhe. Heftig. Also, das war einfach mega geil und ich muss das, glaube ich, auch erstmal so in Ruhe verarbeiten und mir das Ganze nochmal anschauen, was ich so gefilmt habe, und ich habe ein paar Fotos gemacht, die werdet ihr dann auch auf Instagram sehen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, sowas nochmal zu machen und super gerne auch mit Freunden von mir. Das fände ich mega geil. Also Elle und Dominik sind mittlerweile auch Freunde von mir, aber ich meine, ne, so ganz enger Freundeskreis, irgendwie wie so ein Junggesellenabschied und da dann halt einfach
nicht zum Ballermann, sondern einfach eine Motorradtour durch Pakistan. Das wäre doch mal was. Mal schauen, wie es kommt und wer als erstes heiratet, aber wie dem auch sei, darum soll es ja gar nicht gehen. Schreibt mir auch gerne einmal unten in die Kommentare rein, wie ihr den Roadtrip mit dem Motorrad bisher fandet und ja, welcher Tag euch am besten gefallen hat. Das würde mich super interessieren. Ich freue mich schon, eure Kommentare unter dem Video zu lesen, denn das war es erstmal für heute mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren und ich verpasse keine Reisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch einmal meinen letzten Weltreise-Vlog hier aus Pakistan und die ganze Weltreise-Video-Playlist mit allen Videos meiner bisherigen Weltreise. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Es gibt viele Länder zu entdecken. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video nächste Woche hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao.